So ungefähr sah das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn im Jahr 1987 aus. In gewisser Weise ist dieses Video eine Zusammenfassung der Reihe zur Geschichte des ICE-Liniennetzes. Hier dargestellt sind aber auch die IC, EC, X, E, D, FD und welche Zuggattungen es in West und Ost im Fernverkehr auch immer noch gab. Es ergibt sich allerdings ein etwas anderes Bild, wenn man die Länge der Verbindungen relativ zur Fahrzeit zwischen den jeweiligen Städten festlegt und überdurchschnittlich schnelle und langsame Strecken auch farblich hervorhebt. Zum Beispiel sind die Strecken zwischen Hannover und Hamburg, aber auch zwischen Hamburg, Bremen und Münster bereits überwiegend für 200 Stundenkilometer ausgebaut. Die Städte liegen also aus Sicht eines Reisenden näher beieinander als aus geografischer Sicht. Die DDR ist dafür weiter entfernt, vor allem wegen der Grenzkontrollen und Lokwechsel, für die die Züge einen planmäßigen Aufenthalt von zum Teil fast einer Stunde in den Grenzbahnhöfen haben. 1988 wird begonnen, die Interregios einzuführen, die einen 2-Stunden-Takt in der Fläche anbieten und die D-Züge ersetzen sollen. Man erkennt hier nicht, dass es zu dieser Zeit ja eigentlich 2 Berlins gibt. Die Züge aus der DDR fahren einen der Bahnhöfe in Ostberlin an. Die Transitzüge aus der Bundesrepublik, zum Beispiel von Hannover über Braunschweig, fahren nach Westberlin. Manche internationale Züge, etwa nach Moskau, halten sowohl in West- als auch in Ostberlin. Es gibt weitere Transitzüge nach Westberlin, die hier nicht dargestellt sind, zum Beispiel von Nürnberg aus über den berüchtigten Grenzbahnhof Probstzella. Bei den Transitzügen sind im Gegensatz zu den Zügen zwischen BRD und DDR die Grenzkontrollen zumindest in dieser Zeit nicht mehr so drakonisch. Dafür werden ungeplante Halte auf DDR-Gebiet unbedingt vermieden, weil sonst die Überwachung des Zuges unmöglich wäre. Mit dem 9. November wird alles ein bisschen anders. DR und DB verstärken das Angebot zwischen Ost und West so gut sie können. Aber die Züge sind trotzdem heillos überfüllt. Die Züge zwischen Hannover und Berlin halten jetzt normalerweise auch in Magdeburg. Die ersten 2 Neubaustrecken werden eröffnet: Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart. Einzelne Abschnitte, wie hier südlich von Fulda, wurden schon früher in Betrieb genommen. 1991 entfalten die Schnellfahrstrecken ihre volle Wirkung. Die gerade eingeführten ICEs beginnen sie mit Höchstgeschwindigkeit zu befahren. Die Fahrzeiten verkürzen sich drastisch, zum Beispiel zwischen Frankfurt und Hannover von 3 bis 4 Stunden auf gut 2. Während vorher nur ausgewählte Züge in Kassel hielten, wird der neue Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe nun zum neuen Knotenpunkt. Ab 1992 werden einige Verbindungen im Osten wesentlich schneller und vertaktet. Zum einen waren erste Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt worden, zum anderen werden Halte ausgelassen bzw. nur noch durch langsamere Zuggattungen bedient. Außerdem geht dies sicher auf Kosten des Güterverkehrs. In der DDR war ein großer Teil der Trassenkapazitäten durch Güterzüge belegt gewesen. Man sollte sich keine Illusionen machen. Die Straße ist der Gewinner der Wiedervereinigung, und dass das Straßennetz der ehemaligen DDR besser mit dem sprunghaft ansteigenden Waren- und Personenverkehr klarkommt, obwohl es genauso marode ist wie das Schienennetz, behauptet nicht nur die Straßenverkehrslobby. Im Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit wird die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin ausgebaut, sodass die Fahrzeit mit jedem neuen fertiggestellten Abschnitt sinkt, von weit über 3 Stunden im Jahr 1990 bis knapp über 2 Stunden zur Jahrtausendwende. Bei der DR wenige Jahre zuvor konnte man das Angebot im Personenverkehr nicht besser gestalten. Bei der DB wollte man es nun nicht mehr, aus finanziellen Gründen. Die neue gemeinsame Bahn wird zur Aktiengesellschaft. Das Angebot soll vor allem eins sein: rentabel. Das Ziel war aber eigentlich schon damals auch, Anteile vom Auto und Lastwagen wieder zurückzugewinnen. Dass beides gleichzeitig ungefähr so utopisch ist wie die Ruhe im Ruhebereich eines ICE, ist zu diesem Zeitpunkt anscheinend noch nicht jedem klar. Die Elektrifizierung der Strecke zwischen Fulda und Erfurt, die zuvor durch die innerdeutsche Grenze unterbrochen war, wird abgeschlossen, sodass das Umspannen entfällt und die Fahrzeit sich deutlich verkürzt.
Flensburg liegt mittlerweile an der Elbe, während Lindau aus Sicht eines Münchners leider nicht am Bodensee, sondern im tiefsten Schwarzwald liegt. (1998) wird die Schnellfahrstrecke Hannover-Berlin in Betrieb genommen. Die beiden Städte rücken wesentlich zusammen, Magdeburg entfernt sich von ihnen. Durch neue ICEs mit Dieselantrieb verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Nürnberg und Dresden um 20 Minuten. Durch ICEs mit Neigetechnik zwischen Nürnberg und Leipzig um 30 Minuten. Viele weniger bedeutende, nicht rentable Verbindungen im Fernverkehr werden eingestellt. Dies gilt vor allem für die Interregios. Manche von ihnen werden in Intercity-Linien umgewandelt, die nicht lukrativen werden zu von den Bundesländern finanzierten Nahverkehrszügen, die hier nicht dargestellt sind. Stattdessen liegt der Fokus auf Geschwindigkeit. Durch die Eröffnung der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Köln und Frankfurt von 140 Minuten auf etwa die Hälfte. Davor fuhren die meisten Züge über Mainz und Koblenz. Die Strecke Hamburg-Berlin wird nochmals von 160 auf 230 Stundenkilometer ausgebaut, eine Geschwindigkeit, die es bei Ausbaustrecken so bisher noch nicht gab. Die Züge brauchen nun nur noch 1,5 Stunden. Auch die Strecke zwischen Berlin, Halle und Leipzig wird auf 200 Stundenkilometer ausgebaut, sodass sich die Fahrzeit jeweils um etwa 40 Minuten verkürzt, auf etwas mehr als eine Stunde. Ebenso positiven Einfluss auf die Reisezeit zwischen Berlin und München hat die Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Nürnberg-München, die die Fahrzeit hier auf eine halbe Stunde fast halbiert. Es folgen Jahre, in denen im Fernverkehrsnetz nicht viel passiert. Durch eine Verschwörung von Eisenbahnern wird die globale Finanzkrise ausgelöst, um den geplanten Börsengang der Bahn im letzten Moment zu verhindern. Ansonsten konzentriert die Bahn sich auf ihre Auslandsgeschäfte. Die Bedienung einiger Relationen wird verdichtet, die anderer ausgedünnt, wie an der Stärke der Linien zu erkennen. Auf einigen Verbindungen werden die Fahrzeiten über die Jahre wieder länger, zum Beispiel zwischen Berlin und Hamburg. Sie waren zu Beginn sehr knapp bemessen und nun räumte man sich lieber einen größeren Fahrplanpuffer ein, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Die Strecke, die bei Ausreizung der Höchstgeschwindigkeiten theoretisch vielleicht innerhalb von 80 Minuten zurückgelegt werden könnte, wurde planmäßig nie in unter 90 Minuten befahren. Nun sind es etwa 100. Der Algorithmus, der diese Grafik generiert, versucht die Reisezeiten zwischen den Knoten anhand der Länge der Kanten relativ zueinander korrekt darzustellen. Dies ist nicht immer geometrisch möglich, zumal für die Optimierung auch noch andere Kriterien berücksichtigt werden. So liegen Halle und Leipzig zum Beispiel gerade viel näher zusammen, als sie eigentlich sollten. Erst 2016 wird die Neubaustrecke von Erfurt nach Leipzig und Halle fertig, wodurch die Züge statt über einer Stunde nun nur noch eine halbe Stunde brauchen. Dann wird mit der Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt endlich auch der langsamste Teil zwischen Nürnberg und Erfurt beschleunigt, auf etwas mehr als eine Stunde. Jener liegt dadurch aus Sicht eines Nürnbergers jetzt anscheinend bei Berlin. Die ersten Neubaustrecken sind nun nicht mehr so neu. Sie sind bald 30 Jahre alt und müssen general überholt werden. Zuerst wird die Strecke zwischen Göttingen und Hannover für einige Monate gesperrt. Der Fahrgast kann in Nostalgie schwelgen angesichts der verlängerten Fahrzeiten. Ein Jahr später ist die Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart an der Reihe. Wir haben im Jahr 1987 begonnen und sind in 2020 angekommen, wegen und dank der Datenbank von fernbahn.de, die noch viel mehr als nur die Fahrzeiten enthält. Wie man sieht, ist Deutschland für einen Bahnreisenden in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden. Aus Sicht eines Fahrgasts von 1987 liegt Westerland zwar nun nicht mehr auf Sylt, aber immerhin noch an der Nordsee, während Garmisch-Partenkirchen zum Leidwesen der Wintersportler leider nicht mehr in den Alpen, sondern bald an der Donau liegt. Köln ist eine Stadt des Sauerlandes und Berlin liegt in der Magdeburger Börde. Und dabei soll es vorerst auch bleiben.